die Nocturnes, also Nocturne ist eine Abendmusik aus dem klassischen Bereich. Wir hatten auf dem ersten Album Deranged Serenades hatten wir die Serenade, die Serenade ist eher eine Abendmusik, die Nocturne ist eine Nachtmusik und diesmal haben wir deswegen dieses Thema wieder aufgegriffen als kleine Rückbeziehung auf das erste Album. Und wir fanden das Wort Nocturnes sehr passend für die Geschichten, die die jeweiligen Gefangenen erzählen. Now, Mom. Mom. Mom, 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 mom. Mom, 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 mom. Mom, 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 mom. Nicht so schnell. Mom, 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 mom. Mom, 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 mom. Mom, 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 mom. Hey! Mom, 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 mom. Hey! Mom, 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 mom. Mom, 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 mom. Garage UK bin ich beigetreten im Jahr 2016, war das glaube ich. Und ja, nachdem ich lange Zeit eine Band gesucht habe, war das irgendwie erstmal ein komischer Haufen, muss ich gestehen. Und ich habe mich aber auch erstaunlich schnell wohlgefühlt bei den Jungs. Einfach weil Garage UK mir eine Möglichkeit bietet, meine Emotionen und meine ideologischen Vorstellungen so gut es geht auszudrücken. Aber heute sind die Tiefen noch da. Ey. Gestern waren die nach 4 Stunden Recording oder so, waren die Tiefen einfach weg. Ja. Da war das nicht besser. Ability, sondern war das nur so. Also die Cleans in Deranged Serenades waren eine besondere Herausforderung für mich, weil ich vorher nie wirklich clean gesungen habe. Immer mal wieder so Spaß, ich war auch früher im Kirchenchor. So, da habe ich halt Erfahrungen gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, die Clean Performance, die ist richtig gut und richtig mitreißend und wer hört, dass ich das bin, so dass es meine Stimme ist. Ne? Eine richtige Clean-Stimme ist halt schon noch etwas Intimeres, finde ich. Und das war unglaublich schwer für mich auf Deranged Serenades das preiszugeben und zu akzeptieren, okay, meine Stimme ist eher sanft. Take my hand, I will lead you to... Der war scheiße. Und ich habe nicht diesen Ton, den ich mir wünschen würde, sondern es ist halt wie es ist und meine Stimme zu akzeptieren, wie sie ist, das hat lange gedauert und erst nach Deranged Serenades habe ich dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, sowohl für meine Shows als auch für den Clean-Gesang, vor allem für den Clean-Gesang, weil ich wollte für das nächste Album, für Nocturnes of the Incarcerated, wollte ich eine deutlich bessere Leistung abliefern, als es auf Deranged Serenades der Fall war. Ihr könnt sich nicht im Giants mit loving things make it comfortable. A stench of lust emerges from its mouth. Its breath smells quite familiar though. Its weight on earth feels like hundreds of pounds. So, oder? Ja. Jo. Ich
ich bin mit den Cleans, die wir jetzt bisher aufgenommen haben, schon sehr zufrieden. Ich denke mir natürlich auch jetzt, okay, das könnte vielleicht mal irgendwann noch geiler klingen oder so, aber ich würde sagen, es ist ein Upgrade zu Deranged. Würde ich sagen, ich bin jetzt ein meisterhafter Sänger? Nein, das dauert sehr lange und es bedarf einfach sehr viel Übung, auf ein Level zu kommen, wo man sagt, boah, das ist ein richtig professioneller Sänger. Kleiner Funfact zu Deranged Serenades, ich habe das komplette Album innerhalb von 5 Tagen aufgenommen, am Stück. Und an jedem Tag habe ich ca. 8 Stunden in diesem dunklen, kleinen Proberaum, der jetzt lange nicht so schön ist wie der hier, aufgenommen. Und ja, ich bin stolz auf das, was ich da geschafft habe, und Deranged Serenades wird auch irgendwo immer so einen besonderen Platz hier haben, weil es ist auch das erste Album, was ich überhaupt als Sänger in einer Metalband aufgenommen habe. Das waren sonst immer nur so aus Spaß, also ein paar kleinere Songs, die ich dann mal gemacht habe. Aber wirklich mit dieser Ambition, wir bringen jetzt unser Debütalbum raus und bringen es an die Öffentlichkeit. Schauen so, wie reagieren die Leute darauf. So, das war das erste Mal für mich der Fall. Und wie gesagt, innerhalb von 5 Tagen habe ich alle Shouts auf dem Album aufgenommen, die Cleans nochmal separat, weil es ist nun mal anstrengend, jeden Tag 8 Stunden aufzunehmen. Und ich war dann immer nur noch im Arbeitsfluss und habe aufgenommen, reingehört, klingt's gut, nee, klingt kacke, verwerfen, neu machen und in Akkordarbeit sozusagen das ganze Album erledigt. Weshalb ich halt dann eher darauf geachtet habe, dass es akzeptabel klingt, aber weniger auf richtigen Ausdruck geachtet habe, sozusagen. Also meine Prioritäten waren da, dass es tight ist und dass es einigermaßen vernünftig klingt, aber weniger, dass ich wirklich Dynamik reinbringe, weil dafür hatte ich einfach nicht die Zeit. Jetzt fängst du ja auf die 4 an mit dem Take. Wenn du mit dem Take auf die 4 und anfängst, dann musst du auch gar nicht diesen 3/8 zählen, weil dann bist du also auf der 4 und Take, dann auf der 2 von dem 3/8 My und dann bist du ganz sauber. Dann kannst du ganz sauber Take My Hand machen. Du musst halt nur auf die 4 und anfangen. Also Take My Hand. Also 1, 2, 3. Was heißt nichts damit? Generell geht es auf dem Album textlich und konzeptuell darum, in irgendeiner Art und Weise gefangen zu sein. Das ist ein Thema, das sich auch irgendwie von selbst herauskristallisiert hat und welches wir nicht unbedingt gedrängt haben, sondern welches sich entwickelt hat. Als wir verschiedene Texte geschrieben haben, haben wir gemerkt, ja, okay, es geht in die Richtung und wir bauen unser Konzept mehr oder weniger darauf auf. Der Titel kam erst zustande, als eigentlich schon fast alle Texte geschrieben waren für das Album. Das war eigentlich eher ein Zufall. Sowohl Phil als auch ich haben die Texte geschrieben für das Album. Und als wir nach einem Albumtitel gesucht haben, haben wir uns überlegt, was könnte passen, haben uns die Texte nochmal genau durchgelesen und sind dann darauf gestoßen, dass es aus irgendeinem zufälligen Grund, wir können nicht sagen wieso, aber aus irgendeinem Grund war halt in allen dieses Thema drin. Deswegen haben wir dann uns für diesen Albumtitel entschieden. Wobei Incarcerated die Gefangenen sind, die ihre Geschichten erzählen, jeweils aus ihrer Perspektive. Was ihnen, inwiefern sie nicht frei sind, inwiefern sie gefangen sind. Darauf spielen wir auch im Intro an von dem Album, wo man verschiedene Stimmen hört, die jeweils kurz ihre Geschichte anreißen und die ganze Geschichte wird dann in den Songs jeweils erzählt. This life is a cold dungeon, trapped inside of existence, unable to find my way out of misery. Only one path reveals itself, tempting,
a glowing light at the horizon of this everlasting night. Will anyone understand? No one has to understand. Onward I march. Okay, das wär's. Finde ich mega gut. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Ich find's geil. Ich fand's auch richtig gut. Ja. Willst du es nochmal hören? Ja, nee, lieber nicht. Okay. Mir kommt das, wie gesagt, mega komisch vor. Ja, wenn man das nicht so oft macht, dann kommt einem die eigene Stimme mega Ich bin komisch das vor. nicht so richtig gewohnt. Ja. Also wenn ihr Das sagt, von das ist cool, Pathfinder, dann ne? lassen wir es erstmal, dann hören wir es gleich draußen nochmal an. Das ist von Pathfinder, oder? Das war Pathfinder. Das ist das Text für den Song Pathfinder. Und in dem Text geht es erstmal allgemein um Suizid, was jetzt kein besonders neues Thema ist im Metal oder generell in der Musik. Aber aus einer anderen Sicht, und zwar aus der Sicht, dass es vielleicht Menschen gibt, für die aus ihrer persönlichen Sicht heraus, nicht aus der Sicht von irgendjemand anderem, sondern dass es Menschen gibt, aus deren persönlicher Sicht, persönlicher Überzeugung, dass der richtige Weg ist. Also was niemanden dazu verleiten soll, das zu tun. Deswegen ist es so schwierig, weil man auf die Idee relativ schnell kommen könnte. Aber ja, dass es vielleicht Menschen gibt, für die es schwieriger ist, weiter leben zu bleiben, als das Leben zu beenden. Jetzt ist die Frage. Ich finde, das passt aber nicht so von der Stimmung her, passt das nicht wirklich. Dann mache ich das vielleicht mit dem Psycho-Torture-Text. Da schon eher, weiß ich nicht, was hast du nochmal bei Psycho-Torture? Decades ago I wandered the bright vastness beyond mental bars, but I don't remember it anymore. The fields are burned, everything is buried under Rash. My self-imposed sentence laughs at me, tortures me, screams relentlessly. Worthless, worthless. Hey, Ja, ist geil. Jo, passt auch besser zu Psycho-Torture, weil Stimmungsthema Psycho-Torture einfach Ja. sau aggressiv ist. gut, dann mache ich jetzt das Pathfinder. Ja, soll ich das dann so ein bisschen stiller machen? Oder? Ja, warte. Soll ich das so weinerlich machen? Ja, vielleicht. Lass mich mal schauen. Also dann vielleicht so, this life is a cold dungeon. Trapped inside of existence, unable to find my way out of misery. Only one path reveals itself, tempting, a glowing light at the horizon of this everlasting night. Will anyone understand? No one has to understand. Onward I march. Ja. Den habe ich mir jetzt mal geschenkt. Delete all. Ja, bitte. Und jetzt machst du, ja, okay. Ja, Und jetzt mach mal hier weiter auf. hier schließen. Dann mach doch einfach da oben Open Project. Schlagzeug. Hier, ey. Hier, ey. Nein, Alles überschreiben. alles überschreiben. Alles löschen, alles überschreiben. Das klingt ja gar nicht daneben. Ja, ne, wenn man das so durch Jetzt dann 20 Meter Wand hört. Boah, voll der Schredder. Am besten noch Hall drüber. Und Chorus. Im Chorus. Bestes Ende. Okay.
Genauso soll das klingen. Bei Deranged Serenades hatten wir uns einfach die Songs rausgesucht, die über die ganzen Jahre zusammengekommen sind und haben uns dann die rausgepickt, die wir am besten fanden und haben daraus dann ein Album gebaut. Und diesmal war von vornherein die Idee, ein Album zu schreiben. Und deswegen, ich hatte auch von vornherein ganz klar die Ideen alle gebündelt in einem Paket, sag ich mal, auf verschiedene Songs aufgeteilt und hatte gesagt, okay, du schreibst jetzt einen Song, der gut ist als erster Song vom Album. Du schreibst jetzt einen Song, der gut ist als zweiter Song vom Album und so weiter. Die Reihenfolge hat sich tatsächlich während des Songwritings bis jetzt, wo das Album fertig ist oder fast fertig ist, so gut wie gar nicht verändert. Insofern wurde diesmal sowieso schon mehr Wert darauf gelegt von mir, dass man so einen gewissen Spannungsbogen innerhalb des Albums hat, dass die Songs miteinander besser funktionieren und nicht so große Sprünge dazwischen sind. Wir haben trotzdem noch 2 Songs rausgeschmissen, die schon komplett fertig waren und auch in dem Album drin waren, aber irgendwie die Mehrheit war dann der Meinung, mich übrigens eingeschlossen, dass die beiden Songs nicht so ganz auf dem Level sind wie die anderen Songs. Und da das Album ohnehin schon lang genug war, mit, ich weiß es gar nicht, ich glaube knapp 70 Minuten, haben wir gesagt, die beiden, darauf können wir verzichten. Hey, bisschen locker machen. Boah, ich will einfach nur reinschreien jetzt gerade. Warum klappt das nicht? Warum rutscht er die ganze Zeit da hoch? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon wieder so eine Sache, die werde ich nochmal versuchen irgendwann anders. Also ohne Scheiß, das klappt gerade einfach nicht. Bitte? Achso, du versuchst noch ein paar Mal. Das ist halt einfach... Ich versuche das jetzt mal mit diesem Rauen, weil das ist einfacher. Und wenn wir das irgendwie reinkriegen, dann ist ja schon mal gut. Just to obscure that we are frail. A business ruled by our trade. Aber Clip. Just to obscure that we are. Ich finde das gar nicht mehr lustig. Du kannst ja nicht... Ich habe fast jede Recording-Session habe ich diesen Part versucht und teilweise im Auto geübt, richtig gut geklappt, so, kein Problem, ohne Anstrengung. Ja, eben.
Just to rescue that we are frail. Nochmal. Just to rescue that we are frail. Frail! Frail! Warum? Warum bin ich zum Power-Metal-Sänger? Ich verstehe es nicht. We are frail! Weißt du was? Scheiß drauf. Ja. Fuck this part. Okay, nimm du noch mal 2, 3 auf und dann. Bye. Ist das ekelhaft. Jetzt mit ein bisschen Pause kriege ich das vielleicht sogar hin. Ja, ich gebe alles. Just to obscure that we are frail. A business ruled by our trades. Just to obscure that we are frail. A business ruled by our trades. Dann der eine Song letztlich entstanden ist, eigentlich wie alle anderen auch. Also ich sitze mit meiner Gitarre zu Hause, spiele ein bisschen drauf rum und entweder kommt dann beim Spielen eine Idee oder ich bin gar nicht zu Hause und mir kommt unterwegs einfach eine Idee und die versuche ich mir dann irgendwie zu merken. Joscha und ich, wir sind sehr auf der Seite, dass wir einen emotionalen Ausdruck in die Musik einbringen wollen, weshalb Joscha da auch sehr viele verschiedene Einflüsse mit einbringt. Und das zeigt sich auch in den Texten. Oft stellen die etwas sehr Persönliches dar. Und ja, andere haben wiederum eher den Anspruch, was technisch oder musikalisch Anspruchsvolles in die Musik einzubringen, wie jetzt beispielsweise unser Bassist, der gerne mal ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Mach das über meine. Ich bin da Das ist eigen. schon wieder so Laser-Dinger, wo kein Mensch weiß, was du da tust. Laserdinger. Ja, sowas ist eigentlich ganz cool. Da kannst du nämlich so eine Tasse die Teile mal locker schnell in der Hand ziehen. Nee, sagen wir doch nicht irgendwie so rumspringen. Also über drauf. Vor allem, ihr seid jetzt in dem helleren Raum, heißt von danach werden wir sie nicht sehen. Wenn das nicht raus ist, dann würde ich die auch rausjagen, aber
Talk. Muss ich mal mein Ding holen. Ey, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich dich jetzt so zocken höre, verstehe ich nicht, wieso du immer so 100 Millionen Takes machst. Ist das so krass, wenn du das, wenn man das unter der Lupe hört? Ja, auf jeden Fall. Also auch allein die Anschläge, dann hast du halt mal nicht fest genug dagegen gehauen. Dann klingt halt eine Klackern anders als ein anderer. Und das war schon ziemlich unsauber eigentlich. Jetzt was jetzt gerade. Ja, genau. Ja, nein, ich meine jetzt vor allen Dingen so Stellen wie jetzt am Ende, weißt du, wenn da also wirklich nur so Ja gut, ja, das wenn du so das stimmt, das könnte man schon machen, aber es ist halt, ich habe mich halt dran gewöhnt, dass das irgendwie so 100% sein soll. Und weiß ich nicht. Das ist dann irgendwie Quatsch, das stimmt schon. weil, also ich meine, es ist ja nicht schlimm, man kann das ja super gut hinterher alles zusammenschieben und so, aber Es ist halt auch einfach, geht schneller, wenn ich das so einzeln zusammenstückele, als wenn ich das komplett um ein Stück versuche aufzunehmen und dann doch mal 2, 3 Takes brauche. ja. Dann mache ich lieber da die Takte einzeln. Normalerweise schreibe ich die Songs zu Hause fertig, dass sie von Anfang bis Ende abgeschlossen sind. Mindestens was die Gitarren angeht. Wenn ich gewisse Schlagzeugstellen irgendwie im Kopf habe, die so oder so gespielt werden müssen oder so meiner Meinung nach ziemlich gut passen, schreibe ich die auch auf. Ansonsten einfach nur irgendwelche simplen Spuren, damit man irgendwie was drunter liegen hat, damit es nicht so leer klingt. Die ersten Songs, zu denen er da auch schon einen Text verfasst hatte, das waren Psycho Torture. Paralysis habe ich allerdings ersetzt. Welche waren dann noch? Pathfinder. Unglaublich ernste und traurige Thematik. Halt doch mal die Fresse! Meine Güte, ey. Mein lieber Schwan, ja, reicht es. Ich bin kein Schwan, du Hurensohn! Lass den Mann nur üben. Der wohnt noch zu Hause. Der kann nicht den ganzen Tag rumschreien zu Hause. Das ist es. Nee. Will noch einer Kaffee? Nein. Nein. Ja, gib mir Kaffee! Gib mir Kaffee! Ich brauch noch Energie. Wann hast du einen neuen Ämter? Den habe ich seit Sommer. Aha. Und ich habe gesagt, den checke ich mir zum 40. Ist vom alten Ben-Kollegen. Der hatte den bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, bevor ich nach Hamburg gefahren bin. Und da habe ich gedacht, das wird er doch sein. Weil der hat ESP-Klampfen verkauft, einen Bass von ESP, Spielgitarre Cool, und Bass. Dachte ich, kommt aus Ottmarschen, das kann eigentlich nur einer sein, der Dennis heißt. Und das stimmte dann auch. Und dann habe ich ihm den abgekauft. Und da habe ich gewartet, dann stand der im Keller, da dachte ich, den checke ich mir zum 40. Hast ihn reifen lassen. Da habe ich ihn rein. So. Und jetzt ist es soweit. Ja, endlich. Ja, ich Und habe den hier findest schon du mal besser? getestet. Oder? Boah, viel besser. Ja? Ja, ja. Meine Güte. Ich verkaufe den anderen jetzt, glaube ich. Ja, okay. Okay? Nein! Nein! Sag nochmal die Reihenfolge bitte. Also Self-Inflicted, Ja. To Hit Rock Bottom, Ja, Paralysis, ja, Sunken ja. und Waste.
So. Aber wir können dazwischen auch Pausen machen. Das kann Das ich wäre dir, gut. das kann ich direkt herausschneiden. Die Bassspuren lasse ich in der Regel komplett weg. Das macht unser Bassist alles alleine dann, denkt sich die Bassspuren aus. Unser Drummer kann die Drumspuren behalten oder ändern, das liegt komplett an ihm. Wie gesagt, das meiste ist eh nicht ausgearbeitet, was ich mir da ausdenke, sondern ist nur irgendetwas Simples. Ja. Und was Text und Gesang angeht, ist meistens, das kommt meistens ganz zum Schluss. Und häufig eben von Phil, aber wenn ich mal eine gute Idee habe, dann auch mal von mir. Was die Gitarren angeht, das ist meistens schon recht, dadurch, dass ich halt Gitarre spiele, das ist meistens schon sehr ausgedacht. Das ist meistens schon sehr ausgearbeitet. Bei Soli und bei Melodien lasse ich oft noch Spielraum, beziehungsweise lasse es weg und sage dann, denk dir doch einfach mal irgendwas dazu aus, was du meinst, was da passt. Aber das meiste ist schon relativ stark vorgefertigt. Wobei dann natürlich hier im Proberaum, bei den Proben und beim Anhören der Songs und wenn wir Demos aufnehmen, immer noch ganz viel passiert. Da werden immer noch Teile rausgeschnitten, Teile verlängert, Teile verkürzt, umstrukturiert, das eine mal ein bisschen anders gespielt. Also da ist auch diesmal im Nachhinein noch mehr passiert als beim letzten Mal. Geht das mit dem Demo? Ja? Na gut. Ich habe auch ohne Maske. Wann nimmst du eigentlich auf, Jörg? Ja, geht bald. Jo, schön. Zum Album, Statement. ein Statement, viel zu spielen. Ja, das ist dann mein Statement dazu. Viel zu lernen und zu spielen. Das war noch nie so schlimm. Aber es ist manchmal nicht ganz eingängig, ne, was man da so lernen muss, sondern das geht dann wirklich Note für Note. Und ja, dann geht es irgendwann rein. Und am besten abends nach der Arbeit, wenn man sowieso schon durch ist. Manchmal wirkt es wie wahllos eingetippt bei Gitarre Pro. Da denkst du, was ist das? Was ist das? Tastatur. Ja. Ist er da auf das Nummernpad gefallen, aber naja. Irgendwann ergibt das alles Sinn. Gut, ich wünsche euch was. Jo, macht's gut. Ja, Na? Wir sehen uns hoffentlich demnächst. Ja, genau. Sagt Bescheid. Ja, Ich versuche schon mal ein bisschen was reinzuhämmern, was schon geht, na? ja Und sehr dann gerne. schicke ich das schon mal zu. Ja? Alles klar, mach das. Na, bis dann. Bis dann, Jörg. Tschüss, Jörg. Tschö.